Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Instant Gaming ist neuer Sponsor dieses Videoformats. EA stellt die Entwicklung von Die Sims 5 ein. Neue Infos zum Gothic Remake. Fans der ersten Stunde erhalten Kingdom Come Deliverance 2 kostenlos. Endzone 2 mit Release-Termin. Cataclysmo knackt kurz vor Release die 250.000 Wishlist-Marke. Und Hooded Horse kündigt mit Whiskerwood den nächsten Strategiebanger an. Instant Gaming hat sich über die letzten Jahre als verlässliche Anlaufstelle für Gamer etabliert. Hier erhaltet ihr digitale Videospiele für Steam, Xbox, PlayStation oder Switch zumeist deutlich günstiger als auf deren Portalen direkt, weswegen das Ganze für Sparfüchse eigentlich eine Pflichtnummer ist. So gibt es hier zum Beispiel den Steam Key für Manor-Lords für 20 €, wohingegen ihr auf Steam direkt 40 € bezahlen müsst, also das Doppelte. Allein euch mal darauf hingewiesen zu haben, rechtfertigt schon einen Part in diesen News. So, jetzt hat sich Instant Gaming aber auch angeboten, das Sponsoring für dieses News-Format zu übernehmen, weswegen ich euch hier in Zukunft unter anderem auch Gewinnspiele anbieten kann. Zusätzlich könnt ihr mich massiv unterstützen, indem ihr dort über meinen Partnerlink einkauft, den ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe. Klickt euch mal rein und vergleicht, lohnt sich. Und wie gesagt, unterstützt ihr mich damit massiv. EA hat wohl die Entwicklung von Die Sims 5 eingestellt und legt den Fokus lieber weiter auf sinnbefreite Add-ons für Die Sims 4. Das Ganze wurde von EA zwar bisher nicht kommuniziert, geht aber auf diverse LinkedIn-Profile der Devs zurück, die entweder selbst gekündigt haben oder entlassen wurden, sowie das Projekt als eingestellt bezeichnen. Zudem hat EA in den vergangenen Monaten die Produktion von Sims 4 Erweiterungen deutlich hochgefahren und veröffentlicht wieder regelmäßig Inhalte wie die jetzt anstehende Verliebt-Erweiterung. Oh, sorry, ich muss kurz meinen Brechreiz unterdrücken, ey. Ein weiteres Gerücht besagt, dass das nun eingestellte Sims 5 bzw. Project Rene nicht mehr benötigt wird, da vor kurzem der einzige Konkurrent in Form von Live by You ebenfalls die Segel streichen musste. Warum also in etwas Arbeit investieren, indem man sowieso ein Monopol innehat? Das klingt so klassisch nach EA, dass da ziemlich sicher was dran ist. Und wenn wir schon bei Gerüchten sind, gibt es auch noch ein darauf aufbauendes drittes. So möchte man jetzt Sims 4 in Richtung Projekt Rene umbauen, um beim finalen Übergang dann keine seiner Lemminge, Kunden zu verlieren, die brav jedes Add-on kaufen. Im eigenen Dev-Podcast hat Alchemia Interactive neue Details zum Gothic Remake verraten. So soll der namenlose Held diesmal richtig klettern können und nicht nur auf oft nicht funktionierende Leitern beschränkt sein, wie die verbuggte Urversion auf der Nintendo Switch letztes Jahr eindrucksvoll bewies. Ebenfalls neu sind Wetter- und Tagesabläufe der NPCs, wodurch sie sich zum Beispiel bei Regen unterstellen oder nach Hause gehen. Des Weiteren soll es mehr als 5 Gesichter geben. Ja, Gothic 1 ist ein altes Spiel. Genauer gesagt soll jeder NPC ein eigenes Gesicht erhalten. Wichtigere Charaktere wie Lester und Co. hat man dementsprechend auch von Hand gefertigt. Zudem gibt es weitere Teleportorte, um die Laufwege nicht sinnlos zu strecken, sowie dank der Unreal Engine 5 neue Beleuchtungseffekte durch deren Lumen-Technologie. Erstes Gameplay könnt ihr Anfang August im THQ Nordic Showcase erwarten. Erscheinen soll das Remake dann noch vor dem 1. April 2025. You had your share, man. Get lost. Get lost. Was für eine nette Geste. Treue Fans erhalten Kingdom Come Deliverance 2 kostenlos. Alle Kickstarter-Spender, welche 2014, also vor 10 Jahren, den Start des ersten Teils mit einem höheren Betrag möglich gemacht haben,
werden nun mit einer kostenlosen Kopie des zweiten Teils geehrt. Genauer gesagt betrifft das knapp über 1000 Spender, die damals zwischen 150 und 6000 Euro aus einem kleinen Indie-Entwickler ein AAA-Studio gemacht haben. Kingdom Come Deliverance 2 soll noch dieses Jahr im 4. Quartal erscheinen. You know the trouble with an adventurous life? It can end before it gets started. Endzone 2 ist ein postapokalyptisches Aufbaustrategiespiel der Gently Mad Studios aus Wiesbaden und wird auch von der deutschen Games-Förderung unterstützt. Nach einer verheerenden Katastrophe ist es hier eure Aufgabe, den Überlebenden beim Wiederaufbau zu helfen. Ihr kämpft hier also settingbedingt mit extremen Ressourcenknappheiten auf radioaktiv verseuchten Böden, mit Dürreperioden, giftigen Regenfällen und Sandstürmen. Also ungefähr so, wie der diesjährige Sommer so läuft. Endzone 2 hat jetzt sein Release-Date erhalten und erscheint somit am 26. August auf Steam. Wer möchte, kann schon jetzt in die Demo reinzocken. This is Endzone 2. Your journey awaits, Survivor. Mit Cataclysmo steht nach Manor-Lords das nächste Aufbau-Highlight vom Publisher Hooded Horse ins Haus. Hier baut ihr eine eigene Festung auf, besetzt diese mit Bogenschützen und anderen Einheiten und wehrt dann anstürmende Wellen in bester Tower-Defense-Manier ab. Kurz vor Launch konnte jetzt auch hier die 250.000 Wishlist-Marke geknackt werden, weswegen auch dieses Ding durch die Decke gehen sollte. Ich konnte die letzten Tage bereits etwas reinzocken und war auch durchaus angetan. Für einen Test reicht's mir aber leider zeitlich nicht. Bleiben wir gleich bei Hooded Horse, denn diese haben diese Woche gleich das nächste große Aufbauding vorgestellt. Das stark von Timberborn inspirierte Whiskerwood lässt euch ein Zuhause für Mäuse erstellen, die in einer uralten Rivalität mit Katzen stehen. Das Spiel möchte auch viel auf Automation setzen und mit fortschreitender Spieldauer euch dann auch mit Komplexität fordern. Zudem sollt ihr mit Terraforming die Welt beeinflussen dürfen, um zum Beispiel Wasser umzuleiten und dann dementsprechend neue fruchtbaren Boden zu erschließen. Einen Release-Zeitraum gibt es allerdings noch nicht. In diesem Sinne, liebe Zocker-Launcher, checkt mal Instant Gaming mit meinem verlinkten Ref-Link aus, gönnt euch was, unterstützt dabei diesen Kanal und dann sehen wir uns spätestens Dienstag wieder hier, wenn ich euch die aktuellen Erkenntnisse zu Tempest Rising in Videoform aufgearbeitet habe.